Heute machen wir eine Reise zu einem der einzigartigsten und geheimnisvollsten Orte Italiens, in die Stadt, die man die sterbende Stadt nennt. Das ist Civita di Bagnoregio. Vor dem Bau der heutigen Brücke, die Civita di Bagnoregio mit dem Festland verbindet, war die Stadt nur über Festungstore zugänglich, die am Rand der Klippe lagen. Früher führte ein schmaler Pfad oder Weg zum Stadtteil, den man nur zu Fuß erreichen konnte. In der Vergangenheit gab es verschiedene provisorische oder temporär verstärkte Brücken, die jedoch oft zerstört wurden oder nur zu bestimmten Jahreszeiten genutzt werden konnten, aufgrund der Instabilität des felsigen Bodens. Die moderne Brücke wurde in den 1960er Jahren erbaut, um einen stabileren und sichereren Zugang zur Stadt zu gewährleisten, und seitdem ist sie ein Symbol für die Verbindung der alten Stadt mit der Außenwelt. Civita di Bagnoregio ist eine antike Stadt, die vor über 2500 Jahren von den Etruskern gegründet wurde. Aufgrund der Erosion zerfällt der Felsen, auf dem sie gebaut wurde, und die Bevölkerung hat stark abgenommen. Heute ist es die sterbende Stadt, die Touristen mit ihrer einzigartigen Schönheit und Geschichte anzieht.
avanti. Muoviti. Me l'ha chiesto. Bisogna prendere le cose belle anche quando arrivano le livelli. No, dai Niki, dai. Questo è poi questo è dimenticato. Unter Civita di Bagnoregio verbirgt sich eine ganze Unterwelt. Vor Tausenden von Jahren wurden hier Höhlen direkt in den Fels gehauen. Die Etrusker schufen Gänge, Lager und sogar Grabkammern. Diese geheimen Räume boten Schutz in Zeiten der Gefahr. Es ist kühl, dunkel und geheimnisvoll. Einige Tunnel sind bis heute verborgen, andere kann man betreten und einen Blick in die Vergangenheit werfen. Die Stadt über dem Abgrund bewahrt ihre Geheimnisse unter der Erde. Civita di Bagnoregio ist wie ein lebendiges Freilichtmuseum. Kleine Trattorien mit regionaler Küche und Weinbars mit Talblick. Kunsthandwerk, Keramik und lokale Souvenirs in engen Gassen. Etruskische Höhlen und das Haus des heiligen Bonaventura. Keine Autos, nur Stille, Geschichte und Atmosphäre. Ein Ort wie aus einem Märchen. Ruhig, authentisch und voller Charme. In Civita di Bagnoregio leben heute nur etwa 11 bis 16 ständige Einwohner. Es handelt sich vor allem um ältere Menschen, die trotz der Erosion und Abgeschiedenheit geblieben sind.
Viele von ihnen betreiben kleine Cafés, Läden oder vermieten Unterkünfte an Besucher. In der Touristensaison wird es lebendiger, wenn viele Gäste kommen, um die besondere Atmosphäre zu erleben. Doch den Großteil des Jahres bleibt Civita still, fast menschenleer und bewahrt so seine Authentizität und historischen Charme. In Civita di Bagnoregio blühen viele bunte und duftende Blumen, Geranien schmücken Fenster und Balkone, Oleander und Rosen verzieren Höfe und Straßen, Lavendel erfüllt die Luft mit seinem angenehmen Duft. Diese Blumen schaffen eine einzigartige Atmosphäre von Gemütlichkeit und Schönheit in dieser alten Stadt. La guida ci ha consigliato di non salire perché faceva troppo caldo. No, prima era in macchina con i nonni e gli stava chiedendo appunto, gliel'avete consigliato, ma a me bello, e io papà ha detto, guardi, ho visto da lontano. La guida ci ha consigliato di non salire, di andare al mare piuttosto. Civita di Bagnoregio ist von einer malerischen und einzigartigen Landschaft umgeben. Das Tal von Bagnoregio, ein grünes Tal, das mit dichten Wäldern, Feldern und Weinbergen bedeckt ist. Tiefe Schluchten und steile Felsen, die natürliche Barrieren rund um die Stadt bilden. Flüsse, die sich durch die Täler schlängeln und der Landschaft Harmonie verleihen. Berge am Horizont, von denen aus man einen atemberaubenden Blick auf die Stadt hat. Abgelegene ländliche Landschaften, die kaum von moderner Architektur beeinflusst sind. Dieser natürliche Kontext macht Civita noch schöner und attraktiver für Touristen.
Früher war Civita di Bagnoregio ein wichtiger Handels- und Kulturzentrum. Die Bewohner der Stadt beschäftigten sich mit verschiedenen Tätigkeiten, darunter Landwirtschaft, Anbau von Getreide, Oliven, Weintrauben und Früchten. Wein und Olivenöl waren ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft der Stadt. Handwerk, lokale Handwerker stellten Keramik, Textilien und andere Waren her. Handel. Aufgrund der strategischen Lage war die Stadt ein wichtiger Punkt auf Handelswegen, die verschiedene Regionen Italiens verbanden. Bau. Die Einwohner nutzten aktiv lokale Baumaterialien wie Travertin für den Bau von Gebäuden und Befestigungsanlagen. Mit der zunehmenden Erosion und den schlechteren Lebensbedingungen verließen viele Bewohner die Stadt, aber die Traditionen und die Geschichte dieses Ortes bleiben bis heute erhalten. 운동 아주 제대로 하네, 여름 동안. Tipo le piramidi di Cenussale. Davide, dove sei? Stai lì, arrivo. Non si mangia. Ma io non voglio qua. In Civita di Bagnoregio findet das Sagra della Civita statt, ein Festival mit Ausstellungen, Musik, Volkstänzen und lokalen Delikatessen. Dieses Ereignis bewahrt die Traditionen der Stadt und zieht Touristen an. Latium ist eine der 20 Regionen Italiens und liegt im zentralen Teil des Landes. Es ist bekannt für seine reiche Geschichte, sein kulturelles Erbe und seine malerischen Naturlandschaften. Die Region umfasst die Hauptstadt Italiens, Rom, sowie viele andere historische Städte wie Tivoli, Frascati und Viterbo. Latium ist nicht nur für seine historischen Denkmäler bekannt, sondern auch für die unglaubliche Vielfalt seiner Natur.
von malerischen Hügeln und Weinbergen bis hin zu grünen Tälern und lebendigen Flüssen. Civita di Bagnoregio ist eine kleine mittelalterliche Stadt im Herzen von Latium, umgeben von einer malerischen Tal- und Felsenlandschaft. Die Stadt wird die sterbende Stadt genannt, da sie auf einem Hügel liegt, dessen Erosion sie nach und nach zerstört. Trotzdem bewahrt Civita di Bagnoregio ihre einzigartige Atmosphäre und zieht mit ihrer antiken Architektur, den engen Gassen und atemberaubenden Ausblicken Touristen aus aller Welt an. Die Stadt ist umgeben von dem Tal von Bagnoregio mit tiefen Schluchten, gewundenen Flüssen und Landschaften, die sich mit jedem Schritt verändern. Es ist ein Ort, an dem man die Harmonie zwischen Natur und menschlicher Schöpfung spüren kann, wo Geschichte, Jahrhunderte und Kulturen miteinander verschmelzen. In Civita di Bagnoregio gibt es fast keine ständigen Bewohner, was dem Ort eine Atmosphäre der Ruhe und Abgeschiedenheit verleiht. In der Nähe der Stadt befinden sich alte Weingüter und Olivenplantagen, die die Region Latium für ihre Traditionen in der Wein- und Olivenölproduktion bekannt machen. In der Umgebung gibt es auch mehrere Naturparks und historische Denkmäler, die es ermöglichen, die Region besser kennenzulernen. Ein Besuch in Civita di Bagnoregio ist wie eine Reise in die Vergangenheit, die es ermöglicht, Italien in seiner authentischen und ursprünglichen Form zu erleben, zwischen alten Steinen, mittelalterlichen Mauern und majestätischen Naturlandschaften.